runterschalten. Ansonsten, wie ist die Wendigkeit? Boah, sehr wendig. Dann machen wir doch vielleicht noch einen kurzen Soundcheck. Ja, servus beieinander. Ja, es sind mal wieder Probefahrten beim Kawasaki Hadomoto in Eckmating. Und heute sind die ganzen Versus-Modelle dran. Also wir haben dann die Versus 300 oder X300, die 650 und die 1000. Und ich bin jetzt gerade mit der Versus 1000 unterwegs. So, 6. Gang, zieht schön vorbei. Ja, ich war ja letztens von der Z1000 so begeistert, von dem Motor, der so geschmeidig läuft. Und auch hier in der Versus läuft der Motor einfach richtig geschmeidig. Merkt man sofort. Wir haben ja Schaltasi Pro verbaut. Oder Quick Shifter Pro, also hoch und runter schalten ohne Kupplung. Zack, ohne Kupplung. Wunderbar. Und auch hier finde ich den Schalthebel etwas weich, ein bisschen wenig Rückmeldung vom Schalten. So, einmal Bremsentest. Zack. Jo. Verzögert gut. Also ich merke, man muss schon wirklich richtig Gas geben, damit man dann hochschalten kann. Also wenn man das Gas nur so leicht hält, dann mag er nicht hochschalten. Noch einmal bremsen. Schauen. Ja. Schöner Druckpunkt. Ansonsten, wie ist die Wendigkeit? Boah, sehr wendig. Und es ist halt schön aufrecht drauf hier. Sehr bequem. Guten Windschutz. Kann man sich auch einstellen natürlich. Und ja, wirklich sehr wendig. Man fühlt sich ähnlich wie auf einer BMW GS oder so. Der weigert sich wirklich, bei bestimmten Geschwindigkeiten hochzuschalten. Einmal runterschalten. Geschmeidig. Durch langgezogene Kurven geht es schön durch. So, einmal wenden. Ja, Wendekreise schön klein. Da muss schon sehr sauber schalten, ja, damit die Gänge auch gut reingehen. Ich bin ja beim Schalten immer ein bisschen faul, glaube ich. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, aber fährt sich echt sehr schön. Die Landstraße liegt gut. Immer noch wendig. Ja, diese Bremsen, echt schöner Druckpunkt. Lassen sich gut dosieren. Ja, wir haben auch jede Menge Technik verbaut. Das ist die SE-Version.
Wenn wir später noch sehen, haben wir Kurvenlicht vorne. Dann haben wir den Tempomat. Wie gesagt, den Schaltassistent Pro oder Quickshifter Pro mit Hoch- und Runterschalten. Ja, elektronisches Fahrwerk. Einstellbar. Genau, und wir haben hier auch wieder, können schön im 6. Gang 30er Zone fahren, ohne Gas geben. Und dann am Ende einfach beschleunigen. Ruckelt am Anfang schon ein kleines bisschen, aber das legt sich schnell und dann zieht sie schön durch. Also echt schöner Motor mit gutem Durchzug, läuft sehr geschmeidig. Wunderbar. So, tun wir einmal kurz die Gänge durchladen. Aber wir haben ja erst 115 Kilometer auf dem Motor. Heißt, da drehen wir nicht so hoch, bekommen wir auch hier oben im Schaltblitz angezeigt, dass wir nicht so hoch drehen sollen. Also machen wir das dann auch so. Und schalten und schalten. Wunderbar. Schauen wir mal über Gullideckel fahren. Wie dämpft das Fahrwerk so? Ja. Sehr angenehm. Ja, so in lange Zonenkurven liegt sie echt schön drin. Taucht beim Bremsen natürlich schon deutlich vorne ein. So, schauen wir sie mal genauer an von außen. So, da ist sie nun. Ja, schönes LED-Licht. Und hier außen das Kurvenlicht. Natürlich sehr praktisch, wenn man auch mal nachts fährt. Hilft einem schon deutlich mehr in der Kurve zu sehen. Es wird dann je nach Schräglage hinzugeschaltet. Genau. Ja, was haben wir da Schönes? Hier wäre es 1000. Also wir haben hier den schönen reinen Vierzylindermotor, deshalb läuft sie sehr geschmeidig. Da haben wir das verstellbare Windschild. Hier ein extra Durchlass, um wahrscheinlich die Luftverwirbelungen etwas zu reduzieren auf den Helm. Genau, also Bremse ist hinten von Nissin, kann ich sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vorne auch Nissin ist oder vielleicht Hitachi, Tokiko. Aber Bremsen funktionieren, wie gesagt, wie man gemerkt hat beim Fahren, sehr gut. Ja, wie gesagt, man sitzt sehr bequem drauf. Und so wie es aussieht, scheinbar auch als Sozius ganz bequem zu sitzen. Kann natürlich hier Koffer, Topcase, alles dran bauen. Wir haben hier, wie gesagt, jede Menge Technik verbaut. Einmal den Schaltassistent Pro. Wir haben Drive-by-Wire, also elektronisches Gas. Deshalb auch eben ein Tempomat verbaut. Dann haben wir verschiedene Fahrmodi, die man wählen kann. Und ja, Preload, also vermutlich die Vorspannung vom Federbein hinten, wird man einstellen können. Schauen wir uns das mal an. Da sieht man hier jetzt nichts. Ja, da drin sehe ich das ABS verbaut. So, genau, da können wir die Federvorspannung ändern. 2 Fahrer mit Gepäck. Nö, ich bin nur ein Fahrer, genau. Dann ja klar, Griffheizung dabei. So, hier können wir dann den Fahrmodus einstellen. Also Motor, Gasannahme, Leistungscharakteristik, das elektronische Fahrwerk. Hier sieht man die Showa-Gabeln. Genau, da haben wir einmal Sportmodus, dann natürlich Road, dann haben wir Rain natürlich, ist auch Standard mittlerweile, und wir haben noch Rider, da kann man sich
individuell alles einstellen. Traktionskontrolle, Motorcharakteristik und so weiter. Kann man sich auf seine eigenen Bedürfnisse einfach einstellen. Genauso eben auch dann das Fahrwerk. Genau, das Fahrwerk kann man eben über Preload auch einstellen. Die Vorspannung, die Federvorspannung, genau, Fahrer mit Gepäck oder 2 Fahrer mit Gepäck oder nur ein Fahrer, so wie ich jetzt. Genau, optisch jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches. So vom Stile her wie eben eine Ducati Multistrada. Das ist auch eben genau die Fahrzeugklasse. Dann machen wir doch vielleicht noch einen kurzen Soundcheck. Übrigens der Starter oder Startknopf sind einfach hier runterschieben, also nichts zum Drücken, sondern schieben. Genau. Klingt sehr solide, sehr schön. Klingt jetzt nicht mega sportlich, vielleicht wie eine Ducati, hat natürlich auch einen Motor. Aber klingt sehr schön, sehr erwachsen. Wunderbar. Und weiter geht's. Also wie gesagt, niedrige Geschwindigkeiten sehr handlich. Also ich glaube, die macht sich auch auf engen Bergpässen sehr gut. Überhaupt so für Touren sehr gut geeignet. Also wirklich ein super Moped, geeignet für Motorradtouren. Ja, ist jetzt kein Moped für die Stadt oder sowas. Aber Landstraßen, Motorradtouren, Berge, da glaube ich, da ist sie ideal. Auch zum Reisen, für längere Fahrten. Wie gesagt, fühlt sich sehr bequem an. Und natürlich mit dem Tempomat auch ideal. Wenn es dann doch mal auf die Autobahn geht, aber auch prinzipiell einfach in der Ortschaft, Tempomat rein. Wunderbar. Ja, Tempomat ist gesetzt. Wird man nicht zu schnell in der Ortschaft, ist auch gut. Genau, und damit ist die Probefahrt auch schon wieder vorbei. Schade, schade. Bis zum nächsten Mal. Servus.